Hi, ich bin Nikita und bei Urban für den Service zuständig. Heute will ich euch zeigen, wie ihr euer Fahrrad, wenn ihr es empfangen habt, auspackt und aufbaut, damit es bereit ist zur ersten Fahrt. Wahrscheinlich werdet ihr euren Karton so bekommen, wie er hier vor uns steht. Natürlich ist beim Auspacken wichtig zu beachten, dass der Karton aufrecht steht und die Schrift leserlich zu sehen ist. Ihr entfernt als allererstes die Klebebandstreifen von der Oberseite des Kartons, damit ihr ihn aufklappen könnt und von oben den Blick auf euer Bike bekommt. Wenn der Karton vor euch geöffnet steht, könnt ihr bereits das Fahrrad schon im Ganzen herausnehmen. Nehmt euch am besten dazu jemanden zur Hilfe, damit keine Missgeschicke passieren. Falls ihr das Fahrrad nur zu einer Probefahrt oder zu einem Test bekommen habt, hebt auf jeden Fall den Karton auf, damit ihr das Fahrrad wieder im gleichen Zustand zurückschicken könnt. Das Bike sollte nun so vor euch stehen, damit es euch nicht umfällt, während ihr die Verpackung entfernt. Sucht euch am besten eine Gelegenheit, das Fahrrad aufrecht zu stellen oder gegen eine Wand zu lehnen. Als allererstes wird der obere Karton entfernt. Hierzu einfach ein bisschen nach vorne schieben, den Karton über den Sattel ziehen und erstmal beiseite legen. Als nächstes könnt ihr die Luftpolsterfolie an Lenker und Sattel entfernen. Entfernt im Anschluss die Kartonecken an den Laufrädern, damit sie euch nicht weiter im Weg stehen. Und zu guter Letzt bleiben noch die Schaumstoffrollen, die euren Rahmen während der Reise vor Kratzern geschützt haben. Hierzu einfach die Klettbänder öffnen und die Kunststoffteile entfernen. Nun, da ihr euer Bike vollständig von der Verpackung befreit habt, sucht euch am besten eine Möglichkeit, um volle Zugänglichkeit zum Bike zu erhalten, um es fertig für die erste Fahrt zu machen. Im Optimalfall habt ihr dafür einen Montageständer wie diesen zu Hause, ansonsten könnt ihr es aber euch auch einfach zwischen die Beine klemmen, soweit es geht, oder einfach vorsichtig gegen eine Wand lehnen. Nun, da das Bike erstmal ausgepackt ist, werfen wir einen Blick in die Kiste, um die Zubehörbox weiter unter die Lupe zu nehmen. Zusätzlich zu eurem Bike findet ihr nämlich noch diese Zubehörkiste und diese Akkubox in eurem Karton. Die Akkubox bitte aufheben, da der Akku in einem Schadensfall oder in einem Reklamations- oder Austauschfall nur in dieser Kiste versandt werden darf und auch hier Artikelnummern drauf sind, die die eindeutige Zuordnung des Akkus gewährleisten. Was ihr in der Zubehörbox findet, erkläre ich euch als nächstes. Ich habe euch den Inhalt der Beilagenbox einmal hier ausgebreitet, um euch einen Überblick über die beigelegten Gegenstände und Anweisungen zu geben. In der Gebrauchsanweisung findet ihr alle nötigen Informationen zu eurem Bike, zu dem Umgang mit eurem Bike und auch eine ausführliche Anleitung zum Aufbau und der Pflege eures Bikes. Zusätzlich zur Gebrauchsanweisung des gesamten Rades sind auch nochmal zu den einzelnen Komponenten Quickstart-Guides und Anleitungen beigelegt. Um den Aufbau des Bikes noch einfacher zu gestalten, haben wir euch auch eine kurze Anleitung zum schnellen Aufbau des Bikes beigelegt, in der nochmal alles niedergeschrieben ist, was ich euch in diesem Video erzähle. Des Weiteren findet ihr in der Box die Pedale, eine Klingel, einen Schlüssel, um den Riemen zu spannen, bzw. um das Tretlager, den Exzenter zu drehen, bzw. um den Exzenter mit dem Tretlager zu drehen, um den Riemen zu spannen, als auch ein Multitool für alle weiteren Tätigkeiten am Rad. Um die Richtlinien der Straßenverkehrsordnung zu erfüllen, haben wir euch einen Satz mit Reflektoren beigelegt, den ihr nach Belieben selber montieren könnt. Auf euren Wunsch hin haben wir euch auch die Schraubensicherung beigelegt, in der ihr auch den Schlüssel findet, um die Schraubensicherung zu entfernen. Wir empfehlen euch die mitgelieferten Reflektoren vorne am Lenker, hinten an der Sattelstütze und an den Speichen zu installieren, um euer Fahrrad verkehrssicher zu machen. Für den ersten Schritt bei der Montage eures Bikes nehmt euch euer Multitool aus der Verpackung, sucht euch den 4 mm Innensechskant-Imbusschlüssel heraus und löst mit dem Innensechskantschlüssel die Schrauben seitlich am Vorbau. Nun, da der Vorbau gelöst ist, könnt ihr ihn problemlos gerade drehen. Betrachtet euer Rad am besten von hinten, um den Vorbau fluchtend mit dem Vorderrad auszurichten. Fixiert als nächstes den Vorbau in der gewünschten Position, indem ihr die Schrauben, die ihr zuvor gelöst habt, wieder mit eurem 4 mm Imbus auf die vorgegebenen Drehmomente festzieht. Vorgegeben sind an dieser Stelle 5 bis 6 Newtonmeter. Alle geforderten Drehmomente sind auch nochmal in der Gebrauchsanweisung festgehalten und nachzulesen. Ist der Vorbau fixiert, kommen wir zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt montiert ihr eure Pedale an den Kurbeln eures Bikes. Vor der Montage der Pedale ist darauf zu achten, dass man auch das richtige Pedal an die richtige Seite schraubt. Sie lassen sich daran erkennen, dass der Schriftzug immer aus Sicht des Fahrers zu lesen sein soll. Zusätzlich zur Beschriftung lassen sich die Pedale auch anhand der Rille oberhalb des Gewindes unterscheiden. Am linken Pedal findet sich diese Rille, am rechten Pedal jedoch nicht. Für die Montage der Pedale benötigt ihr den 8 mm Imbus-Aufsatz, der an eurem Multitool zu finden ist. Da die Gewinderichtung an beiden Pedalen unterschiedlich ist zu beachten, dass beide Pedale in unterschiedliche Richtungen festgezogen werden. Wir beginnen mit dem rechten Pedal. Beachtet bitte vor der Montage der Pedale, dass das Gewinde gefettet
und die Unterlegscheibe auf dem Gewinde aufgesteckt ist. Setzt es zunächst von außen an das Gewinde der Kurbel an, setzt von innen den 8 mm Imbusschlüssel an und dreht den Schlüssel nach vorne. Ihr werdet merken, wenn das Gewinde greift. Die Pedale müssen mit einem Drehmoment von 35 Newton gesichert werden. Bei der linken Pedale geht ihr genauso vor wie bei der rechten Seite, außer dass ihr auch in diesem Fall den Schlüssel nach vorne dreht. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr die Sattelhöhe auf euch am besten einstellen könnt. Hierzu nehmt ihr wieder euer Multitool zur Hand, in diesem Fall den 4 mm Imbus, und setzt ihn von unten am Schraubenkopf an. Um die Sattelklemme zu lockern, löst die Schraube, bis ihr die Sattelhöhe ändern könnt. Achtet hierbei unbedingt darauf, dass euer Multitool keine Kratzer am Rahmen verursacht. Um eure Sattelhöhe zu ermitteln, empfehle ich euch folgendes Vorgehen. Stellt euch über euer Bike, stellt die Ferse auf die Pedale und setzt euch auf den Sattel. Im Optimalfall sollte euer Knie in diesem Zustand durchgedrückt sein, während ihr entspannt auf dem Sattel sitzt. In diesem Fall ist mein Knie gebeugt und ich bräuchte eine erhöhte Sattelposition. Beim Ändern der Sattelhöhe ist unbedingt zu beachten, dass immer 10 cm der Sattelstütze im Rahmen verbleiben müssen, um die geforderte Sicherheit zu gewährleisten. Ebenso sollte die Sattelstütze nicht komplett entfernt werden, da sich in der Sattelstütze die Beleuchtung befindet und hierbei die Verkabelung des Rücklichts beschädigt werden kann. Habt ihr eure optimale Sattelhöhe gefunden, zieht ihr die Sattelklemme einfach wieder fest. So, nun ist euer Bike grundsätzlich fahrbereit. Bevor es jedoch auf die erste Fahrt geht, überprüft bitte noch den Reifendruck. Dieser sollte im Optimalfall zwischen 4 und 6 Bar liegen. Außerdem sollte natürlich euer E-Bike-Akku geladen sein vor eurer ersten Fahrt. Wie ihr euer Bike zum Laden anschließt, zeige ich euch als nächstes. Sowohl auf dem Stecker als auch auf der Ladebuchse findet ihr einen Pfeil. Diese sollten beim Einstecken übereinstimmen. Um den Stecker zu sichern, dreht ihr einfach die Flügelmutter fest, sodass der Stecker nicht unerwartet herausrutschen kann. Um den Stecker nach dem Laden wieder zu entfernen, öffnet einfach wieder die Mutter und zieht den Stecker heraus. Schließt die Gummiklappe, um die Ladebuchse vor eindringender Flüssigkeit zu schützen. Und fertig, nun ist euer Bike bereit, euch auf euren Fahrten zu begleiten. Gebt uns gerne Feedback zu eurem Bike und haltet uns auf dem Laufenden. Alle weiteren Informationen findet ihr in den beigelegten Unterlagen.